32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zur 5. Episode des diesjährigen YouTube Predator Cup Bank. Heute beginnt das Turnier für die 8 Angler der Gruppe C. 6 davon sind YPC Wiederholungstäter. Gruppenfavorit ist ganz klar Patrick Marable, der bei seinen 3 bisherigen Teilnahmen für den britischen Tackle-Giganten Fox Rage jedes Mal unter die letzten 4 gekommen ist. Nach seinem YPC-Boat-Triumph tritt Sebastian Bienapfel zum ersten Mal bei unserem Uferturnier an. Diesmal allerdings nicht für Stroft, sondern als zweiter Angler für die Berliner Angel- und Lifestyle-Brand Nace. Auch Luis Mendez geht für ein neues Team an den Start, nämlich für die schwedische Brillenbrand Leech. Nach der jüngsten Titelverteidigung beim YPC Fans möchte der zweifache Meistermacher auch die erste Ufermedaille holen. Veit Wilde hat 2023 nach einjähriger Abstinenz sein YPC-Comeback gefeiert und dabei das Finale nur hauchdünn verpasst. In diesem Jahr will der turniererfahrene Mann von der deutschen Raubfischmarke Seika Pro endlich in die Finalrunde. Außerdem wieder dabei sind Christopher Jung für die japanische Weltfirma Shimano und Paolo Baraggioli für die italienische Tackle-Schmiede Molex. Was das Werfen im Allgemeinen und das Baitcasten im Besonderen betrifft, gehören die beiden sicherlich zu den technisch besten Anglern im gesamten Teilnehmerfeld. Kommen wir abschließend zu den beiden Neulingen. Rick Barton geht für die französische Brand Gunky an den Start. Der Niederländer angelt seit dem 5. Lebensjahr vom Ufer, seit dem 14. Lebensjahr vom Boot und kennt an Meerwede und Co. jeden Stein. Sein Hauptziel ist der Zander. Die Konkurrenten tun gut daran, den Perch Pro Partner von Mark Pachowski nicht zu unterschätzen. Vervollständigt wird die Gruppe durch Nico Brom, der hier ein bisschen so etwas wie die Wundertüte ist. Seinem Social-Media-Auftritt und den PBs nach zu urteilen, verbringt der Thüringer allerdings sehr viel Zeit am oder auf dem Wasser. An guter Ausrüstung dürfte es auch nicht fehlen. Der 32-Jährige startet für Tailwalk, das wie der traditionsreiche japanische Mutterkonzern A-Tech für extrem hohe Funktionalität und Eleganz ohne Shishi steht. Das soll erst einmal genügen. Gruppe C angelt in den Zonen 2 und 4. Patrick, Luis, Paolo und Sebastian beginnen in Zone 2. Veit, Christopher, Rick und Nico verbringen den ersten Turniertag in Zone 4. Buongiorno. Buongiorno. Ja, guten Morgen auch von mir hier aus dem Auto beim YPC Bank 2024, Gruppe C. Wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Spot des Tages und ja, für mich als Newcomer ist es super spannend. Ich freue mich auf jeden Fall riesig dabei zu sein dieses Jahr beim YPC Bank. Hätte ich selber nie gedacht, dass es dazu mal kommen wird. Ich bin natürlich auch dementsprechend aufgeregt und nervös, aber freue mich auf alle Fälle auf einen coolen Angeltag. Wir schauen mal, was es wird. Das Wetter ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Soll wohl trocken bleiben, bisschen Sonne-Wolken-Mix. Zum Nachmittag hin ein bisschen mehr Wind. Wir schauen mal, was die Fische dazu sagen. Am Ende des Tages sind es die ja, die entscheiden, ob sie hängen bleiben wollen oder nicht. Good morning everybody, first spot, buongiorno, first day of the YPC 2024. So I'm super excited.
I already checked the spot, the water's level are quite good. So, double cross. And let's say, pray for me a little, come on. I hope you enjoy the show. I hope to show you some good fish, good plays, good tips. And nothing, now it's time to play. Well, I hope. Let's go. Auf geht's. Guten Morgen zusammen. So, der erste Tag für mich. Aufgrund unglücklicher Terminlage hatte ich leider gar kein Training für den YPC Bank. Nicht die besten Voraussetzungen, um ins Turnier zu starten. Wir haben trotzdem einen verdammt guten Gameplan, den ich bis zum Ende durchziehen möchte. Zuallererst geht es auf Hecht. Wir werden poldern und gucken, dass wir 2 schöne Hechte fangen. Das ist das ganze Ziel für heute. Dafür werde ich zum einen mit unserem neuen Twin und Ghost fischen, zum anderen auch mit einem bekannten Maze Runner, der schon in einigen YPC-Folgen geliefert hat. Wir gehen jetzt als erstes zum Spot. Wir haben so 20 Minuten Fußmarsch vor uns und wir sehen uns dann an der ersten Stelle. Here we go again. Ich mache natürlich auch dieses Jahr beim YPC Bank mit und meine Taktik jetzt für den ersten Tag ist für mich Street Fishing in Rotterdam. Sehr, sehr viele Gewässer, sehr, sehr viele Spots und ich habe hier trainiert und habe tatsächlich alle 3 Fischarten hier direkt in der Stadt fangen können. Und an dem ersten Spot, wo wir uns befinden, haben wir ein Becken, wo eine Pumpe sich befindet in der Ecke. Die ist momentan aus, bedeutet nichts. Ich weiß, dass hier viele Fische rumschwimmen. Ich habe es jetzt auf dem Barsch abgesehen als ersten Spot, aber Ziel des Tages ist für mich, einen Haken hinter den Zander und den Hecht zu setzen, denn in Zone 4 habe ich auch eine Menge Barsch-Spots gefunden und ja, das ist so ein bisschen mein kleines Tagesziel. Ich würde mich aber über eine Full Cut am ersten Tag sehr freuen. Dann heißt es für mich am zweiten Tag nur noch upgraden. So good morning guys, welcome to the YPC Bank. We arrived at the first spot, looks good. We're going for the first cast and hopefully catch some good fish. I have to go back to the car for the topwaters. I need the topwaters. Bin schon ein kleines bisschen angespannt, ob der Plan funktioniert. Hoffe aber, dass ich euch ein paar schöne Fische vor die Kamera bringen kann. Wir fangen heute mal Topwater an. Allerdings nur ganz kurz. Wir schauen, wir haben es hinter uns schon Rauben sehen. Wenn der Fisch beißt, geil. Wenn er nicht beißt, wechseln wir relativ schnell eine Etage drunter, gehen dann mit Twitchbaits an den Barsch. Ja, und dann gucken wir mal, ob das Ganze klappt. Drückt mir die Daumen. Ich wünsche euch eine schöne Folge und viele dicke Fische. Ihr könnt ganz entspannt vielleicht vom Sofa aus zuschauen. Ich bin mittendrin, jedenfalls gleich, denn in 3 Minuten geht es los. Ich starte in den YPC Bank 2024 für Seika Pro und ich hoffe, dass ich heute, ich habe mir ja viel vorgenommen, vielleicht gleich eine Full Card schaffe, damit ich morgen auf große Fische angeln kann. Jetzt muss ich erstmal hier ganz entspannt abwarten, dass ich gleich hier vielleicht einen schönen Zander an der Strömungskante dieser Buhne kriegen werde, denn das ist mein erster Spot. Also ich werde erstmal auf Zander fischen und bevor ich loslege, hat mir mein Schatz Anni, vielen Dank dafür, den kleinen Krügspringer mitgebracht und so eine kleine Stärkung am Morgen ist ja gar nicht so schlecht. Deswegen gönne ich mir das Ding jetzt noch fix und dann geht's los, hoffentlich mit einem schönen Zander gleich. Wir sind ja an einem Altarm, der ziemlich flach reinfällt an der alten Innenkurve und hier soll es erstmal auf Hecht gehen. Ich habe mir dafür jetzt einen passenden Köder rausgesucht. Ich denke mal, dazu brauche ich nicht viel sagen. Und als Route verwende ich hier jetzt meine 150 Gramm Baitcast-Kombo. Die ist ein bisschen schwerer, vielleicht auch für den Köder, aber so bin ich einfach im Köderspektrum nicht eingeschränkt. Und ich weiß nicht, was für Fische mich hier erwarten, aber da habe ich definitiv genug Power, um auch die dicksten rauszukriegen. I don't believe what I saw. All right, I will start really slow. I'm talking low because it's a very close spot to the water, so I will start with the RT fork flex with the hover hook rig to make less noise I can. The first cast will be really nearby here, and then step by step I will explore all the bridge with different baits.
Ich mache jetzt gleich den ersten Wurf mit dem King Louis in 10 cm in der Farbe Snails Calabrese. Eine brutale Barschfarbe mit einem rötlich geairbrushten Bauch, grünen Rücken. Das ist eine Farbe, die nehmen Sie gut wahr. Das Wasser ist hier ja, stark angetrübt in diesem Becken. Aber die Fische haben sehr gut auf diese Farbe reagiert. Da es ja zuerst auf Zander jetzt geht, setze ich auf einen total bewährten Köder, unseren Frequency Shad Green Tomato. Das Wasser ist noch relativ eingetrübt, denn in den letzten Tagen hatte ja der Rhein, an dem ich mich hier befinde, doch deutliches Hochwasser. Und das ist jetzt eigentlich eine total interessante Phase, wenn das Wasser langsam wieder fällt. Man hat immer noch eine ordentliche Eintrübung, aber deutlichen Strömungsdruck drin. Und das bedeutet, dass die Zander jetzt auch tagsüber ganz gut beißen. Das hoffe ich jedenfalls. Und das war auch im Training so. Und deswegen bin ich mal ganz mutig. Fische den jetzt hier erstmal mit einem 12-Gramm-Kopf ohne Angstdrilling. Naja, und dann gucken wir mal, ob da gleich ein Stachelritter rauskommt. Wie ich sehe, 7,59 Uhr. Ich kann mich also auch jetzt schon mal Richtung Wasser begeben hier unten. Zum Start bestes Wetter, ja. Als hätten wir es bestellt. Mann, bin ich aufgeregt. Alles ist bereit. It's time. Es geht los in tatsächlich 2-1, jetzt sogar. Also, erster Wurf. Wünsch mir Glück, dass es klappt. There we go, the first cast. Come on. Come on. Let's go. First cast of the day. And first mess. Let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, wenn jetzt ein Fisch einsteigt, auf Topwater in den ersten Würfen, ich sag's euch, dreht schon mal den Ton runter, ich raste aus. Better. First cast, nothing is better. Because every time at the first cast I catch a fish, then it's over. So, yeah, second cast is nice. 6 Angler haben ihre Köder pünktlich um 8 das erste Mal baden geschickt. 2 sind noch unterwegs. Patrick sitzt sogar noch im Auto. Ja, guten Morgen. Das 4. Jahr YPC für mich. Und es fängt direkt ein wenig chaotisch an, weil ich habe heute Morgen verschlafen. Ich bin vom Wecker wach geworden, dachte so, ich will noch 10 Minuten im Bett liegen und habe auf 10 Minuten Timer gestellt. Habe vergessen, die Stunden wegzumachen, die davor waren. Und irgendwann werde ich wach, so guck, Nachricht vom Kameramann, so alles okay? Ja. Deswegen bin ich jetzt zu spät dran. Komme um 8:20 Uhr am Spot an. Das sind 20 Minuten zu spät. Geht ja noch. Hätte zwar gern noch ein bisschen Zeit gehabt, um dort ein bisschen was vorzubereiten, aber hey, es ist wie es ist. Ganz wichtig, ich wünsche euch allen mega viel Spaß dieses Jahr wieder bei der YPC. Viele coole, große Fische, also coole Fänger und große Fische. Und tolle Angler, die ja, euch gut unterhalten werden. In dem Sinne, bis gleich am Wasser. Und für euch immer allzeit Tight Lines. So, 10 Minuten nach 8. Wir hatten einfach eine ziemlich lange Anreise hierher. Fast 25 Minuten sind wir jetzt zu Fuß gelaufen, um an den Spot zu kommen. Ich erhoffe mir einfach dadurch, dass vielleicht hier gerade jetzt am Wochenende wenig Betrieb war und wir versuchen es als erstes mit unserem neuen Naze Twin. Das Ganze an einem Mauskopf montiert. Und da versuche ich jetzt hier in den Poldergebieten, die wir hinter uns haben, eben 2 schöne Hechte zu fangen. Das ist der ganze Plan für heute. Wenn das Ziel erreicht wird, bin ich guter Dinge, dass wir da stabil dastehen. Also für heute, wie gesagt, der Plan 2 Hechte zu fangen in dem Poldersystem. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin komplett unvoreingenommen. Es wird ein entspannter Angeltag ohne Stress und wir schauen, dass wir jetzt ans Wasser kommen. Fisch! Oh, fuck! Oh, guter Hecht vor den Füßen eingestiegen. Boah, jetzt geht die Pumpe ganz schön. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Aber ich konnte keinen guten Anschlag setzen. Das Schilf geht relativ hoch und er kam genau vor den Füßen.
Das war aber ein schöner Pike. Ich versuch's nochmal, da vielleicht ein bisschen anders ranzukommen. Biss, scheiße, aber ganz vorsichtig, ganz vorsichtiger Biss hier vorne jetzt gekommen. Ich gucke mal, ob es tatsächlich einer gewesen ist. Ganz ultra vorsichtig. Der will nicht mehr, den nehmen wir auf dem Rückweg nochmal mit. Wir wissen auf jeden Fall, dass da ein Dicker steht. Wenn ich jetzt zu nah ans Wasser runtergehe, weil das Schiff, wie gesagt, so dicht da steht, werde ich ihn auf jeden Fall spooken. Ich versuche nachher, mich ein bisschen von weiter weg anzuschleichen und runter ins Wasser zu gehen, einen parallelen Wurf zu machen. Aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. 2 frühe Annäherungen und Nummer 3 sitzt. Fisch! Yes! Das ging schnell. Ja, ganz wichtig, natürlich Meschertape nass machen. Ja, und da ist er. Mein erster YPC-Fisch. Ein schöner Hecht. Den werden wir jetzt mal messen. Vorne liegt er an. Und wir haben 77,5. Als Wertungsfisch 78 Punkte. Saugeiler Fisch. Und der Kollege ist auf jeden Fall richtig spritzig. Und der darf jetzt wieder zurück. Na, komm her. Und dann wieder auch los. Nice, ich bin happy. Das hat super schnell geklappt. Weiter geht's. It's a little bit small, but it's the first one. So we have the first small render, but it counts. G-bump 8 centimeter. I was targeting perch, but this will do also. How long this one is, if it's half, it's 50, so I would say it's 50. The first small render, let's release it and see if there are some more. That was quick. So I started with the top water, made a few casts. Nothing was happening, but the Espro definitely hunting. So I decided to go for perch, but I knew the sender here and the conditions are great for sender. So on the first cast immediately took one, so that's perfect. Let's see there are more. Ja, also hier, das hat ja gerade schon wunderbar geklappt. Das ist hier wie gesagt ein flacher Altarm. Das Wasser ist auch noch mal klarer geworden als zu dem Zeitpunkt, wo wir hier zum Training waren. Da hatten wir schon einige Hechtkontakte. Vielleicht lag es auch an dem trüben Wasser, dass sie da noch vorbeigeschossen sind und der jetzt definitiv wusste, wo seine Beute ist. Hier bieten sich verschiedene Köder an, also auch ein Spinnerbait würde es sich hier sicherlich lohnen. Vielleicht mache ich das auch auf dem Rückweg nochmal. Gegebenenfalls auch was Kleineres, um vielleicht doch noch einen Bonusbarsch abzuholen. Aber die kleine Minimaus ist ja einfach auch top. Die kann man super langsam präsentieren und hier in dem flachen Wasser einfach eine Top-Beute für die Hechte. Und dieser lineare Lauf können sie auch sehr gut anfokussieren und dann packen. Bei so einem Jerkbait, der von links nach rechts geht, kann es manchmal sein, dass sie doch dann auch daneben knallen. Wenn man vielleicht genau in dem Moment, wo der Hecht fokussiert, nochmal den Jerkbait animiert und der dann in die andere Richtung ausbricht. Deswegen wollte ich jetzt einfach erstmal auf Nummer sicher gehen. Ja, das war nur Hänger. Und es hat ja geklappt. Topwater hat gerade nicht funktioniert. Wir haben dem aber auch nur ganz kurz eine Chance gegeben. Jetzt ist ein Twitchbait dran, der Enber. Kleiner Twitchbait mit Shimano Flashboost Technologie. Mit dem haben wir die ganze Zeit im Training schon richtig gut gefangen. Hoffentlich auch im Tournament. Falls ihr euch wundert, was ich gerade mit dem Twitchbait mache, die Rute hochhalten ist beim Twitchen ja eher unüblich. Im Normalfall hält man die flach. Hier ist es aber sehr, sehr flach und dass der Twitchbait ein bisschen nach oben kommt, jigge ich ihn nach oben. Damit macht er die gleichen Bewegungen oder ähnliche Bewegungen, geht aber so ein bisschen nach oben und ich setze auf dem sehr, sehr flachen Stück hier unten nicht auf. Das ist eine gute Möglichkeit, die Tiefe von so einem Köder noch mal zusätzlich zu variieren.
Ja, liebe Zuschauer, ich wechsle jetzt schon nach, ich glaube, 7 Würfen müssen es gewesen sein, den Spot. Denn ich habe so einen Mini-Zupfer hier vorne mal gehabt, aber es war nicht mehr eine Bissspur am Gummiköder zu sehen. Also mutmaßlich dann vielleicht doch nichts oder irgendein Fisch berührt, wer weiß. Das ist hoffentlich nur ein Zeichen dafür, dass hier an dem Spot keine Zander sind. Zum Glück habe ich hier eine andere Stelle, wo ich sogar gleich direkt zu Fuß noch hingehen kann, die nicht weit weg ist. Also schnell dorthin. Ich hoffe, dass da Zander sind und ich dann da auch einen fange und die Bisse kommen. Zur neuen YPC Bank Saison 2024 ist es wieder soweit. Damit auch du deine Fische messen kannst, wie die YouTube Predator Cup Profis, habe ich hier die neue YPC Bank Measurement für dich. Hergestellt aus einer glatten Gewebeplane, 25 cm breit, 140 cm lang, für den schonenden Umgang und das Vermessen deiner Fänge. Ein robuster Acrylwinkel vorne sorgt dafür, dass du die Fische sauber anlegen kannst. Und der eingearbeitete Karabiner ist ein weiteres praktisches Feature zum Befestigen an deiner Angeltasche oder am Kescher. Am hinteren Ende befindet sich eine Abschlussleiste, die die Measurement bei Wind stabiler am Boden hält und das Wiederaufrollen erleichtert. Durch den angebrachten Klettverschluss ist sie schnell und einfach wieder verstaubar. Selbstverständlich mit den Mindestmaßen und den aktuellen Rekorden der Profis. Durch den Kauf einer Measurement unterstützt du alle YPC-Projekte und sorgst weiterhin dafür, dass wir tolle Fänge und außergewöhnliche Fische zeigen können. Dieses Angelset im Wert von 150 € bekommst du zu deinem Online-Kurs in Vorbereitung auf die Angelscheinprüfung gratis dazu. Du fragst dich jetzt sicher, gibt es an der Sache auch einen Haken? Und ich kann dir sagen, es gibt 4 Haken. Die ersten 3 Haken gibt es hier schon mal kostenlos im Set dazu. Jigköpfe, welche perfekt sind für die Gummifische, die du sowieso im Set enthalten hast. Und einen Haken gibt es dann auch noch. Du trägst lediglich die Versandkosten zu diesem Set, aber die 150 € sparst du dir komplett, denn das Set kommt sonst kostenlos zu dir nach Hause. Also auf geht's für dich. Ab auf anglerschmiede.de, buch dir jetzt einen Kurs und dann sehen wir uns bei uns im Kurs wieder. So, Kescher immer ready. Normalerweise kam ich hier dran. Shit. Mir fällt gerade auf, ich komme gar nicht dran mit meinem Kescher ans Wasser hier. Jetzt muss ich mir was überlegen, ob ich überhaupt hier ein paar Würfe mache, weil das Wasser sinkt und steigt hier in den Häfen von Rotterdam, weil das tidenabhängig ist. Und aktuell ist sehr wenig Wasser drin. Und als ich hier trainiert habe, konnte ich easy meine Fische keschern, aber das haut jetzt gerade nicht hin. Mein Kescher ist zu kurz, obwohl ich schon einen extrem lang habe. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die überhaupt keschern könnte, dass ich mich traue, ein paar Würfe zu machen, ohne hier runterzufallen. Ja, zur Not muss ich da runterrutschen, dann mal gucken, wie ich da wieder hochkomme. Das wird dann ein bisschen kriminell. Bleibe ich da unten stecken mein Leben lang. Let's see what we have. No, I thought I had a bite. A bait, not a bite. A new bait. Trash everywhere. And no fish. Trash and no fish. Not good. Not good. Ach du Scheiße, das sind 2 Meter Hechte vor mir. 3. Alter. Boah, das sind richtig große Fische hier. Aber die haben mich leider gesehen. Ich werde nicht mehr runtergehen. Ich werde von hier oben versuchen, die zu befischen. Aber da waren 2, 3 richtig schöne Fische, die hier im Flachen da entlang ziehen. Also ich bin echt gespannt, was das gibt. Ich versuche jetzt die Fische noch einmal hier mit dem anderen Köder anzuwerfen. Kaum sieht man ein paar Fische, ist man richtig am Zittern. Und versuche die jetzt hier mit dem Maze Runner anzufischen. Mal gucken, ob die Bock haben. Ich setze jetzt auch die Poolbrille auf, weil die Fische hier im Flachen entlang cruisen und ich die nicht gesehen habe.
das waren 2 richtig gute Fische, die da standen. 3 Hechte insgesamt. Kommen hinterher, aber gucken nur. Ne, die lassen wir jetzt in Ruhe. Nachher fischen wir die mit dem anderen Köder an. Schlecht. Er hätte doch besser den ersten Spot gewählt. So, der Köder ist im Wasser, bin am Spot angekommen. Ich hatte ja geplant, pünktlich um 8 hier zu sein und da hätte ich noch die letzten paar Minuten von der Tide gehabt mit der Strömung. Und heute Morgen habe ich halt vergessen, dadurch, dass ich es verschlafen habe, habe ich halt diese letzten paar Minuten verpasst. Und jetzt bin ich genau zum Tiefstand hier. Man sieht halt, dass auch die Buhne unter Wasser zu sehen ist und keine Strömung herrscht. Und ich denke mal, dass es nicht so ganz optimal sein wird. Aber ja, wenn ich schon hier bin, kann ich es jetzt mal auch probieren. Vielleicht habe ich ja Glück und es beißt trotzdem irgendwas. Oh, fuck. I even bent the hook out. And it was a good bite. Haken kontrollieren, dass alles noch scharf ist. Kleine Mirasmaus, einfach eine Waffe. Hier in dem klaren, flachen Wasser. Quick change, 2 casts and we're gone. Right. Couple of fast casts here with the chatterbait to see if there's some perch or small pike or something around. Yes! Oh. Der erste Fisch ist im Netz, nicht die Größe, die ich mir erhofft habe, aber es ist der erste Fisch für mich. Und die Hechte sind aktiv, also das ist jetzt der zweite Fisch, der meinen Twin attackiert hat. Wenn wir die Scale nass machen. Kein Riese, aber ein Anfang. Und er hat 64. Der erste kleine Hecht für mich. Der darf schnell wieder rein. Und dann gucken wir, dass wir den noch upgraden. Yes! Damit sind alle 3 Debütanten auf dem Board. Bei den Veteranen klingelt bisher nur das Handy. Pike 64, Sebastian. Good job, good job. First fish of the first day, Group C. Good job, Sebastian. Good job. Alright, wir hauen hier erstmal ab und gehen ein Hafenbecken weiter. Bleib nicht lange stehen an jedem Spot. So ist das beim Streetfischen. Man muss viele Stellen ausprobieren. Man muss natürlich wissen, wo sich Fische hinstellen und diese Punkte dann am besten kurz einmal abwerfen. Entweder kommen die Fische auf den ersten Würfen oder halt nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel mir Brücken ausgesucht zwischen den ganzen Hafenbecken. Das ist eine Verengung quasi und dadurch, dass es ein Tidengewässer ist, heißt es, dass es zweimal am Tag eine Phase gibt, wo hier quasi die Strömung etwas stärker ist. Und die muss man natürlich anpassen. Es ist jetzt momentan so, dass das Wasser steigt, deswegen strömt jetzt hier an dieser Stelle das Wasser etwas stärker unter der Brücke. Und das hat sich so ein bisschen als Hotspots herauskristallisiert. Es kommen nicht immer viele Fische pro Brücke. Und ich hoffe nur, dass ich
einen jetzt heute hier bekomme. Deswegen, die Seite habe ich abgeangelt. Jetzt mache ich noch 2 Würfe auf der anderen Seite und dann sind wir schon durch mit der Brücke und dann geht es zur nächsten. Wenn keine Strömung ist, ist halt keine Strömung. Das ist halt der Mist mit Tideflüssen. Ich meine, immerhin habe ich im Vergleich zum letzten Jahr dieses Jahr geguckt, wie die Tide ist. Das ist ja schon mal eine Steigerung. Alter, die sind aber mal richtig rutschig. Wir haben hier ein bisschen mehr Strömung als im Training. Deswegen machen wir jetzt den Twitchbait ab und wechseln auf einen rein rassigen Crankbait. Dazu habe ich hier so eine kleine Box, ganz wichtig, wenn ihr Uferangeln geht. Nehmt euch einfach so eine kleine Box, die in die Tasche passt. Dann nehmt ihr eure 2, 3 Köder, die ihr fischen wollt, packt die da rein und dann seid ihr schneller beim Köderwechseln. Man verliert keine Zeit, kann mehr angeln und fängt so hoffentlich noch den einen oder anderen Fisch. Wir schicken jetzt den Cover Crank ins Rennen und der bringt uns hoffentlich den ersehnten Barsch. Es sieht nicht so gut aus im Moment. Also das ist gar kein guter Beginn, den ich hier habe im YPC, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Habe ich mir anders vorgestellt. Kein richtiger 100%iger Biss bis jetzt. Und nachdem ich jetzt auch mit dem Lipless Crank hier nichts hatte, hoffe ich, dass ich vielleicht doch noch irgendwie einen Gummi fangen kann. Und mache hier mal UV Green dran. Oh. Topfarbe bei Hochwasser, genauso wie Green Tomato, aber der hat ja auch nichts gebracht. Also normalerweise sind diese Farbnuancen, also das macht keinen so großen Unterschied, aber es geht auch immer so ein bisschen um das Vertrauen in den Köder und zu der Farbe habe ich hier auch viel Vertrauen in diesem Gewässer, deswegen geben wir dem noch mal eine Chance. Fortuna Shad wäre auch eine Möglichkeit, aber ja, ich möchte ja eigentlich am liebsten dann auch gleich einen halbwegs vernünftigen Zander haben, deswegen muss der Köder nicht super klein sein. Also 12 cm ist übrigens generell so fürs ganze Jahr eine schöne Ködergröße zum Zanderangeln, finde ich. Da liegt man nie so komplett verkehrt damit. Ideal wäre, wenn das auch jetzt so ist. Also ich breche mir hier gleich noch die Haxen, sage ich euch. Maybe war da ein Biss. Aber es kann auch Kraut gewesen sein. Fisch. Nein, Junge. So macht man das. Einmal kurz den Spagat hier auf den ultra rutschigen Stein und der Fisch hat sich selbst in den Kescher geworfen. Das ist tatsächlich ein kleinerer Barsch, aber es ist der erste Fisch. Erster oder zweiter Wurf mit dem tieflaufenden Crank. Sehr geil. Den vermessen wir mal. Ich würde so sagen, 31 könnte er haben. Wir gucken mal. Da liegt er dran. Da ist die Flosse. Kameramann 32,5. You see it? 33 cm. Sehr geil. Da haben wir den kleinen Fisch. Unten drunter seht ihr nochmal den Köder, den Cover Crank. Ist jetzt kein Riese, aber ey, 66 Punkte. Weiter geht's. Oh, den lassen wir hier zurück. Schick uns mal bitte die Großmutter vorbei. Hier ist erster Fisch. Und dann machen wir gleich noch einen Wurf hin. Diesmal nehmen wir den Kescher aber komplett mit runter, weil das ist eine richtige Rutschpartie, sage ich euch. Mensch und Bergziege stimmen genetisch zu etwa 85% überein. Schwer zu glauben, wenn man Chris hier so sieht. Trotzdem ein solider Auftaktfisch. Gedanklich ist der Mannheimer aber schon beim nächsten. Während ich meinen Barsch gerade reportet habe, habe ich schon gesehen, es haben 3 Leute vor mir schon gefangen. Es gab 2 Hechte und einen Zander. An der Stelle Petri an die Fänger. Macht mir jetzt noch keine Angst, aber ich brauche einen größeren Barsch.
Hat jetzt knapp 50 Minuten gedauert für den ersten Fisch. Hab mir erhofft, dass es ein bisschen schneller geht, aber die wollten den Twitchbait nicht, der im Training richtig gut gelaufen ist. Den Medium Runner, also den flach laufenden Crankbait auch nicht. Und den tief laufenden Crankbait, der hat einmal die Steine getroffen. Ich habe kurz Pause gemacht. Da kam der Biss. Der macht auch ein bisschen mehr Druck. Wir haben ein bisschen mehr Strömung. Das bedeutet, die Fische wollen einfach einen Köder, der ein bisschen auffälliger ist, der ein bisschen mehr Druck macht. Und da ist so ein Crankbait natürlich richtig gut. So. Nächste Stelle haben wir erreicht. Was natürlich wichtig ist, gerade beim YPC, erstmal alles vorbereiten. Und das bedeutet bei mir vor allem den Kescher. Weil wenn ich einen Fisch drauf habe, muss gleich alles schnell gehen. Deswegen lege ich mir den schon direkt an die Kante, dass ich den nur reintreten kann. Und damit das Seil nicht verschwindet, habe ich mir hier ans Ende einen Snap gemacht. So kann ich einmal schnell, wenn ich am Spot angekommen bin, mein Netz sichern, dass es nicht reinfällt komplett. Kann mich aufs Angeln konzentrieren. So, es wird langsam Zeit für einen Barsch hier. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen bei Luis. Wie sieht's bei Nico aus? Ja, da war gerade eine Fehlattacke. Direkt in der Nähe von dem Baum. Man hat auch noch den Schwall gesehen. Ich glaube, mein Köder hat sich verhaddelt. Ja. Definitiv Fehlattacke gewesen. Sehr schade. Ich habe es gerade noch gesagt, dass ich denke, dass hier noch einer kommen kann. Aber der sollte eigentlich nichts gemerkt haben. Der hat den Köder nur angestupst. Der kriegt auf alle Fälle noch mal einen Wurf. Vielleicht hat er ja Hunger. So, Schnur ist gut gefallen. That one can go back 2 centimeters too short. Sadly, but we're gonna find another one. Ja, so langsam werde ich ein bisschen nervös. Ich habe vor allem an dieser Stelle mit einem ziemlich schnellen Barsch gerechnet. Nicht mit dem größten, aber halt mit einem maßigen Fisch. Und gut, die Tide ist gerade ein bisschen anders. Die Strömungsverhältnisse sind ein bisschen... Oh, da haben wir einen. Das ist ein Barsch, das ist ein Barsch. Komm schon, bitte geh nicht ab. Ich habe auf den Deracoup gewechselt. Das war jetzt der erste Wurf mit Chili Cheese. Mit dem Chili Cheese Deracoup. Nein, er ist ab. Fuck! Ich habe zu lange gebraucht mit diesem scheiß Spundwandkescher. Es war ein 30er Barsch. Scheiße! Scheiße! Fuck! Aber das war der erste Wurf mit Deracoup. Fuck! Okay, meine Technik mit dem Kescher runtertreten, das hat doch nicht so gut, nicht so perfekt funktioniert. Fuck! Ich knote den einfach jetzt irgendwie fest hier. Das war irgendwie nix. Mann, Alter, riecht mich das auf. Es wäre fürs Gefühl schön gewesen. Jetzt schön 30er, schön in die Wertung. Mal in die WhatsApp-Gruppe reinschreiben. Big L joined the game. Fuck. Oh mein Gott, Fisch. Nein! Den hat man in der Brücke hallen hören. Das war ein 40er. Piep, piep, piep. Ich mache es euch ein bisschen einfacher, weil das wären definitiv Wörter, die man hätte wegpiepen müssen. Nein! Da waren sie, die 80 Punkte. Das war aber wieder gerade ganz typisch beim Crankbait-Angeln vom Ufer. Kontakt mit den Steinen gehabt, kurz stehen lassen, leichten Hänger gehabt, drüber gezogen, Fisch drauf. Das passiert beim Crankbait-Angeln einfach so oft und so sollte man auch ein Crankbait angeln. Das heißt, keine Angst.
zu nah an die Steinpackung zu werfen. Ich weiß, die Köderhersteller hören das gern, aber es bringt halt auch echt gut Fisch, auch wenn man den ein oder anderen Köder da mal verliert dabei. Ein guter, händlerfreundlicher Ratschlag. Luis bekniet derweil den Angelgott. Noch mal eine Chance, bitte, gib mir noch eine Chance hier. Fisch on, Fisch on. Okay, komm schon, komm on. Everything is fine. Komm, kleiner Barsch. Okay, der ist ein Stückchen kleiner als der gerade. Aber egal. Wir üben hier ja noch mit der Spundwandtechnik. Den zu catchen. Oh, der ist wirklich klein. Der ist wirklich nicht der größte. Und jetzt ist er drin? Ja! Er ist abgegangen über dem Kescher! Ja, Mann! Das hat funktioniert. Davor hatte ich ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Im Training waren wir immer zu zweit unterwegs. Da hatte ich einen netten Teamangler mit beim Training, der mich ein bisschen unterstützt hat. Yeah, die ersten Punkte. Und jetzt hole ich die Scale raus. Schiedsrichter berührt die 26, ne? So, der Barsch geht wieder zurück. Nachdem wir jetzt noch ein schönes Fangfoto gemacht haben fürs Thumbnail, nimmt der Kleine wieder den Aufzug. Das ist doch ein bisschen hoch. Also ich bin eigentlich ein Freund davon, Fische mal runter zu droppen. Na, jetzt muss er nur den Ausgang finden. Ah ja, er ist raus. Perfekt. Oh, da vorne war er tatsächlich als Nachläufer noch. Ich hatte auch gedacht, ich hätte da noch eine ganz vorsichtige Attacke gesehen. War tatsächlich auch so ein Mitte 60er, 70er Fisch, würde ich sagen. Aber ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr. Der ist jetzt ziemlich flink nach außen abgedampft. Ah, der ist noch hinterher, der guckt. Oh, das ist eine Riesenmutti. Nimm ihn doch. Ach du Scheiße. Boah, Leute, das ist ein Riesenhecht. Ich weiß nicht, ob man den auf der GoPro sieht. Die hatte locker einen Meter, wenn nicht sogar einen Meter 10. Die tummelt sich hier noch rum. Ich gehe mal ganz vorsichtig aus dem Wasser und werde mal den Köder wechseln. Grundlegend hat die nämlich Bock. Das ist ein Endfisch. Ich probiere es jetzt mal mit einem Jerkbait trotzdem eine andere Aktion reinzukriegen. Der ist jetzt von der Marke Babyface, relativ neu. Ist auch der erste scharfe Einsatz. Mal gucken, ob was geht. Ich lege mir den Kescher mal hier ans Ufer, dass ich den gleich schnappen kann. Oder ich stelle ihn mal neben mich, besser gesagt. Und gehe gar nicht zu weit rein. Und hoffe, dass die dicke Mama hier noch mal Bock hat. Ja! Häng! Oh, bitte bleib dran. Boah, bitte bleib dran. Das ist ein Endfisch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja! Ja! Ich glaub's nicht! Leute! Auf dem Babyface Jerkbait. Oh mein Gott! Oh, ich zitter am ganzen Körper. Ihr könnt nicht glauben, was das gerade für eine Emotion ist. Ich glaube, das ist mein YPC-Debüt.
Oh fuck. Und jetzt weiß ich definitiv auch, ich habe es noch gesagt, warum ich die 150 Gramm Rute mitnehme. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Oh Gott, mein Herz. Der Fisch muss erstmal versorgt werden. Dann schauen wir gleich, wie groß der ist. Aber ich denke mal, 1 Meter hat er auf alle Fälle. Alter, ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Digga, ich könnte heulen. Ganz, ganz wichtig, gerade bei so großen Fischen. Es ist heute nicht warm, aber trotzdem das Fischwohl ist das Wichtigste. Mesherboard kommt nach oben, weit genug weg. Lösezange auch. Spule der Rolle geht auf. Und dann schauen wir uns doch mal den Fisch an. Der ist endfett. Also ich hätte mit vielen gerechnet, aber damit an dem Spot nicht. Das erste Mal, dass ich den Köder fische. Ich habe es auch erst für den Wettkampf gekriegt. Wir haben sie gestern einmal nur am Wasser ganz kurz Probe geworfen. Da ist sie. Oh. Leute, was zum Henker ist das? Also wenn der es nicht auf Thumbnail schafft, dann weiß ich aber auch nicht. Measure Tape, vorne liegt der Fisch an. Das Measure Tape ist gerade gezogen, Maul ist zu und wir haben 1,16 Meter, 1,16 approved. Leute, 1,16 Meter geballte Power, auch endfett. Also ich wiege den jetzt nicht, aber das wird ein 10 Kilo Fisch sein, ganz, ganz dicke. Ah, es hat sich so gelohnt, hier an den Spot zu kommen. Ich bin so happy. Unfassbar. Und so ein Fisch, glaube ich, brauche ich nicht sagen. Der gehört auf alle Fälle in sein Element zurück. Und die will auch. Die hat richtig Dampf. Ein stabiler Nacken. Da geht sie noch dahin. Ganz langsam dampft sie ab. Yes! Oh, ich bin so happy. Unfassbar. Oh nee. Reicht schon für heute eigentlich. Oh, ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Eingesaut wie Sau, aber scheißegal. Nico hat es selbst schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Was für ein Debüt. Mit dem zweitgrößten Hecht der YPC Bank-Geschichte hat der Newcomer nach gerade mal 60 Minuten eine überragende Ausgangsposition für die verbleibenden 15 Angelstunden. Luis wird Verständnis dafür haben, dass sein Barsch nun doch nicht aufs Thumbnail kommt. Jetzt will ich hier meinen Barsch melden und es wurden schon einige Fische gefangen. Junge, 1,16 Meter. Jesus Christ. Okay, okay, okay. 1,16 Meter, fucking hell. Geiler Fisch, mega echt. Herzlichen Glückwunsch. Das im Turnier, irre. Oh, we do 120. We're not pike fishing, we're zander fishing and perch fishing, so first try that. But 116 is a good pike. Definitely. Krass. Petri, das ist ein Fisch, den man gut gebrauchen könnte. Das habe ich im Training auch nicht gesehen, also das ist krass. Junge, 1,16 Meter. Fuck my life, Alter. 1,16 Meter geballte Hechtpower auf den Babyface. Das ist der JB 150, also ein 15 cm langer Jerkbait. Den gibt es in der Floating- und Sinking-Variante. Hier in dem Fall ist das der Sinking. Ja, in so einem matt grün-weißton. Ich weiß doch nicht, ob der UV-Farbe hat. Ich schätze mal schon. Wie gesagt, gestern das erste Mal am Wasser getestet. Nur ein paar Wurfproben, um zu gucken, wie ich den animieren muss. Und es hat geklappt. Der hat die ersten Bissspuren bekommen. Und 1,16 Meter. Unfassbar. Ich bin so happy. Richtig geil. Tja, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, es ist jetzt noch nicht so lange Zeit vergangen. 1 Stunde knapp. Aber irgendwie fühle ich mich schon so ein bisschen, als ob ich leicht mit dem Rücken zur Wand stehe. Ich will aber nicht übertreiben.
die Zandernummer hier klappt bis jetzt auch nicht. Und jetzt muss ich schon überlegen, was mache ich? Gebe ich dem Zander jetzt doch noch mehr Zeit? Eigentlich habe ich gehofft, dass ich den hier in einer Stunde abhake. Und fische jetzt hier noch eine Buhne an, auch auf die Gefahr hin, dass die heute vielleicht einfach gerade schlecht beißen. Eine Buhne werde ich noch probieren. Also ein Zander, egal, er muss nur maßig sein, wäre gut, aber ich freue mich ja trotzdem für andere Teilnehmer. Ich habe gerade gesehen, ein 1,16 Meter Hecht wurde gefangen. Ganz, ganz, ganz dickes Petri, absoluter Wahnsinn. Das ist natürlich so ein Fisch. Da hat man schon, wenn dann die anderen Sachen so halbwegs klappen, eine ultra gute Chance, dann eine Runde weiterzukommen. Bei mir sieht es sehr schlecht aus, aktuell 0 Punkte, das muss mehr werden. Der neueste Scheiß, teilweise schon bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Eine Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop aber ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bist du ein knallharter Typ? Oder doch ein Softie? Du International, get Gummi! So, ich bin jetzt an einem Stadtpolder, Stadtgraben. Wasser ist durch die Regenfälle ein bisschen trüber oder schon deutlich trüber als sonst. Aber die Trübung war gestern ähnlich, minimal noch mehr geworden und es hat den Fisch nicht gestört zu attackieren. Die Besonderheit ist, es ist ein flacher Graben, der ist Pi mal Daumen 50, 60 cm tief. Also ich erwarte jetzt hier auch keine riesen Hechte. Aber in diesen flachen Gewässern reagieren die eigentlich am allerbesten auf Topwater-Köder. In tieferen Gräben, gerade wenn Wasser drüber ist, wollen die nicht mal an die Oberfläche. Aber wenn das Wasser nur so flach ist und der Fisch steht hier, das ist ein kurzer Weg für ihn. Der kriegt den Köder mit. Wenn das Wasser jetzt aber so tief ist und hier läuft der Köder und der steht hier unten auf Fuß, und das Wasser ist trübe, dann ist der Reiz durch einen Topwater-Köder so deutlich reduziert, dass sie ihn dann nicht mehr attackieren. Und deswegen trübes Wasser in flachen Gewässern, Topwater geht noch, trübes tiefe Gewässer würde ich gar nicht machen. Aufgrund von 2 Hängern bzw. zweimal Kraut, die ich eingesammelt habe, werde ich jetzt wechseln von dem System mit der Maus auf einen Offset-Haken. Dadurch kann ich das natürlich komplett krautfrei präsentieren hier in dem flachen Wasser. Mal gucken, ob ich damit besser anfischen kann und vielleicht auch leiser den Köder präsentieren kann. Den werde ich jetzt mal drauf machen, mal gucken, wie da die Reaktion ist.
Mit dem Offset-Haken gibt es eine ganz coole Möglichkeit tatsächlich, weil der Haken super geschützt ist. Um den Köder lautlos an der anderen Seite eben zu präsentieren, werfe ich ihn bis aufs andere Ufer, wirklich ins Schilf rein und ziehe ihn langsam zu mir. Also auf die andere Uferseite. Oh! Komm! Oh Gott, ey! Hat ihn attackiert, aber nur hinten reingefasst, ganz vorsichtig. Ich habe gesehen, wie er angeschwommen ist, hat dann das Maul nur ganz vorsichtig aufgemacht und wirklich nur ganz hinten reingebissen. Da ist natürlich kein Haken und da wäre auch mit dem System kein Haken. Das heißt, ja, vielleicht mal ein Farbwechsel, was ein bisschen mehr triggert, dass sie aggressiver beißen. Vielleicht wechsle ich nochmal auf den Köder, den ich am Anfang dran hatte. Das war jetzt der 3. Kontakt. Hoffen wir, dass auf der Strecke noch einer kommt. I think I fished it pretty well here. I added a few bites, so it might come back later. For the moment I want to try under the bridge, but it's streaming so hard, so it's possibly not the best option, but then try the other side and go to the next place. No. No, come on. Fuck. Seems I'm not that lucky. But my knots are really good. Es ist unerklärlich, Leute. Hafenausfahrt hier. Gerade bei etwas erhöhtem Wasserstand. Normalerweise super gute Stelle, um einfach bloß einen Zander zu fangen. Sind meistens keine Riesen, aber ich möchte einfach nur einen Zander. Und es gibt schlicht und ergreifend überhaupt keinen Biss. Das kann doch nicht sein, ey. Come on, Zander, I know you are here. I know. No. This is impossible, man. Fuck, der hängt. Tja, Freunde, schlechte Neuigkeiten. Der Köder, der jetzt gerade ein paar Fische, oder wenigstens ein paar Kontakte und ein paar Fische gebracht hat, scheint sich wohl gerade zu verabschieden. Oh Mann, ey. Hat wahrscheinlich irgendein Ankerseil von einem Boot oder ja, vielleicht ist es auch ein Fahrrad, ich weiß es nicht. Normalerweise hatte ich hier keine Hänger gehabt. Jetzt habe ich mal ein bisschen vielleicht zu weit nach rechts geworfen, zu nah an das Boot. Und da steckt er jetzt leider. Das gehört leider zum Streetfischen dazu. Ab und zu mal hängt man einen weg. Ja, da mache ich nichts. Oh mein Gott! Chili Cheese is back in the game, my boy! So ein Stück Stoff. Das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Mein Vorfach hält. Kann man ein bisschen Druck mit aufbauen. Kein Fisch gefangen, aber den Crankbait wieder. Manchmal hilft es auch, einfach von einem anderen Winkel zu ziehen. So wie in dem Fall. Bisschen zur Seite gelaufen und dann ist der Crank rausgekommen. Jetzt prüfen wir noch mal ganz kurz. Ne, Stahlverfach ist noch sauber. Vorfach oben auch perfekt. Dann kann es weitergehen. Upa. Ah. Hauptschnur gerissen. Nee. Ja. Vorfach gerissen. Ja, kann man nichts machen. Scheiße. Erster Wurf, direkt der Hecht drauf geknallt auf Topwater. Und anscheinend habe ich mein Vorfach nicht gut gebunden gehabt. Und der Knoten ist aufgegangen und das bedeutet, ich habe eine Zeitstrafe. Wie viel ist sie nochmal? 30? Also nicht nur, dass jetzt der arme Fisch mit dem Köder im Maul herumschwimmt, sondern ja, das mit dem Fisch, das ist das Schlimmste. Es tut mir jetzt einfach so leid. Darum prüfe immer deine Vorfächer, bevor du sie verwendest. Einmal nicht vernünftig geprüft und direkt bestraft. Ah, verdammt. Auch noch eine halbe Stunde da verloren. Ey, das ist heute wirklich übel. Bittere Nummer.
Die morgendliche Verspätung eingerechnet hat Patrick heute mindestens 1 Stunde weniger Zeit als der Rest. Hilft aber nichts. Wir wechseln die Szene mit einer kleinen Triggerwarnung. Die folgenden Bilder bleiben möglicherweise nachdrücklich im Gedächtnis. Fuck. Fuck. No, nothing but Jesus Christ. No, it's crazy, man. Oh, jeez. Oh, can't believe it. I lost my bait, but I don't know what happened with the line, but fuck. You're looking like Gollum. My treasure. But like Gollum, where is the fish? If I'm Gollum, at least Gollum catch the fish. Me no. Hey, vor den Füßen. Unfassbar. Den hätte ich jetzt auch cachern können einfach. Unfassbar. Aber der hängt. Ja. Oh. Oh, der ist gut. Yes! Da ist er. Oh. Oh, gerade eben einen Nachläufer gehabt, bis vor die Füße, der nicht wollte. Und zum Glück hat sich der Größere den geschnappt. Yes! Da ist er. Der erste bessere Hecht. Wieder auf den Nace Twin. Und wir gucken mal. Das ist der, den wir wollen. Und der hat 82. Traumhafter Fisch für mich. Was eine Erleichterung, nachdem jetzt so viele Fische hinterhergekommen sind. Wieder im Flachen. Unfassbar geil. Und zurück mit der guten Dame. Dankeschön. Yes! Wieder ein paralleler Wurf zum Ufer. An den anderen Stellen konnte ich überall nicht richtig werfen, weil ich natürlich auch jetzt das Schilf nicht unnötig kaputt machen möchte, um mich da durchzukämpfen. Außerdem wäre dann schlechtes Videomaterial für euch, wenn der Erik mich nicht sehen würde. Deswegen habe ich jetzt hier die Chance wieder genutzt, um hier ein bisschen runterzukommen. Habe einen parallelen Wurf zum Schilfgürtel gemacht, weil das hier so aussieht, als wäre hier am Ufer so eine kleine Kuhle drin, die einfach ein kleines bisschen tiefer ist wie die anderen Bereiche hier drüben. Ja, und das zweite Mal, zweiter paralleler Wurf zum Ufer und der zweite Fisch. Yes! Köder war wieder der Nace Twin vom Anfang. Der sieht jetzt auch schon ganz schön ramponiert aus von den zwei Fischen, aber never change a running system. 2 Fischkontakte, 2 Fische auf den. Bei den anderen Ködern sind sie nur hinterher. Ich werde den jetzt einfach konstant weiter fischen. Der scheint ganz gut zu laufen. We are almost in the same river, just around
few breach, let's cast around. This is the last one, then we will completely move for maybe some pike fishing. And that's it. The current today is really good. I don't know why that's no biting at all, but the current is really nice. Komm, jetzt fange ich an. Jetzt. Jetzt. Come on. Ah, Biss gehabt. Biss gehabt. Fisch, 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 Fisch. Oh, und ab. Nein, Mann. Oh, das gibt's doch. Auf den Zeilenvibrator. Scheiße, was war das? Ah, scheiße. Und das auch noch den ersten Fisch des Tages verloren. Er war kurz dran. War ein ganz komischer Biss aber auch irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, auf dem Weg zurück zum Auto, ich fische hier nochmal diese Rückströmung von der Buhne aus, weil das echt interessant hier aussieht, auch mit der Steinpackung. Und dann kriege ich kurz was drauf und... Was war das jetzt? Also es war ein besserer Barsch, als war ein Zander. Boah, war das ein Biss. Alter, warum hing der nicht? Guck dir das an. Das war ein Zander. Die sind so krass eingesaugt. Das war wahrscheinlich ein Zetti. Ein Zetti oder ein größerer Barsch. Das war ein richtiger Tock. Das war kein kleiner Barsch. Ganz einen Schlag in der Rute gehabt. Fisch, Fisch, Fisch. Oh, was ist denn das? Ui. Oh, und wieder ab. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt nochmal, was ist heute los? Das war ein richtig guter... Nein, wie ich es befürchtet habe, ich bin beruhigt. Das war nur eine Brasse, es ist eine Schuppe dran. Also er wäre sowieso nicht regulär gehackt gewesen, aber das war auch eine Brasse. Also im Gegensatz zu dem ersten habe ich auch diesmal auch keinen Biss gespürt. Aber hier hinten steht Fische. Vielleicht ist hier jetzt doch noch was zu holen. Schauen. Fish on. Yeah. Third Zander of the day. Relief. Whoa, not big. The RA Shad did the job. Vertical fishing, it's already done, but it's fine. Let's quick measure it. Let's wet the board. Right. It's like 54, yeah. Nice Zander of 54 for start. Let's hope to improve a little bit. Okay, but at least we have what we are looking for in this river. So pretty happy. Not about the size, but it's nice. So we have it. Let's go. Come back when you are 80 or something, okay? No! Nice. No! And now how I can clean my hand. RA Shad 3.5 citrus color did the job. This color is a freaking killer for Zander. With the light jig head of, I think it's 7 or 5, not more. Just was vertical on these docks and stuff. Nach diversen akrobatischen Einlagen hat Paolo sich diesen Fisch wirklich verdient. 3/4 des Feldes sind damit in der Fangliste notiert. Die meisten sind schon viel unterwegs gewesen. Nico und Chris hingegen verlassen ihren Auftaktspot erst jetzt. So, Ordnung schaffen, weiter geht's. Ja, der erste Spot hat genau die 2 Barsche gebracht, die ich mir erhofft hatte. Leider ist davon nur einer kleben geblieben. Wir haben heute Nachmittag noch mal einen Barschspot, den wir anangeln, weil wir gemerkt haben, die Barsche beißen ganz früh morgens. So früh war es gar nicht, aber auf jeden Fall nachmittags. Deswegen wird jetzt hier eingepackt und wir gehen zum Zanderspot. Fisch! Oh nein, ist aber drauf! Verdammte Scheiße nochmal, was ist heute los? Oh ey, Alter, das kann doch nicht sein!
ein schöner Biss endlich jetzt gekommen und dann hängt er nicht. Eindeutig hier, war ein Zander, fucking shit, ey, das gibt's doch gar nicht. Fisch ab. Wieder ein kleiner. Fisch, 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 jetzt sind sie da. Der ist nicht groß, aber es ist auf jeden Fall ein Zander. Und ganz knapp, aber wir haben ihn erstmal im Käfer. Schnell wieder rein, 42er Zander. Klein, aber mein. That's a bliggie. That's a big one. Come here. Oh shit. The streamer not working. But we have him. Perfect. That's the size where I was aiming for. The G-bump in 8 centimeters. There it is. Now let's have a look. Oh, what do we have? I would say that's 69. 69. Perfect. That was what I'm aiming for. I fished this river for years. Zander fishing can be tough, but there are some big fish. But that's really good to get a fish like that. But there are some bigger ones, so let's try if we can find them. Rick präsentiert sich hier bisher sehr, sehr selbstbewusst, ohne jede Spur von Überheblichkeit. Sehr angenehm. Dieser schöne Zander ist zugleich der letzte Fisch für diese Folge und lässt seinen Fänger auf den 2. Platz springen. Nico liegt nach seinem Monsterhecht erwartungsgemäß an der Spitze. Sebastian auf Rang 3 kann mit dem bisherigen Verlauf ebenfalls zufrieden sein. Paolo, Christopher, Luis und zuletzt auch Veit konnten wenigstens schon den Schneiderstatus ad acta legen, während Patrick bisher einen rabenschwarzen Tag erlebt. Allerdings, wer sich erinnert, im letzten Jahr hat der Neusser nach einem katastrophalen ersten Tag ein unglaubliches Comeback hingelegt. Vielleicht setzt er in dieser Staffel ja sogar etwas früher dazu an. Bis dahin lasst uns einen Kommentar da, macht euch eine gute Zeit, ob zu Hause oder am Wasser und schaut bei uns im Shop vorbei. Danke fürs Zusehen und ciao.